Dobrodošli u Sarajevo, grad koji je preživio Pakao. Herzlich willkommen hier in Sarajevo, in der Stadt, die die Hölle überlebt hat. Von 1992 bis 1995 herrschte hier in Bosnien Krieg, vor allem in Sarajevo. Hier hinter mir, das gelbe Gebäude hier, ist das Hotel Holiday. Früher war das das Holiday Inn. Und von hier aus haben die Journalisten weltweit berichtet. Hier mussten Journalisten im Zickzack laufen, um in das Hotel hineinzukommen. Denn Sarajevo ist wie in einem Kessel eingesperrt. Rundherum sind Berge und von dort aus haben sich Sniper versteckt und auf Zivilisten und auf alles, was sich bewegt, geschossen. Heute machen wir eine kleine Tour um Sarajevo herum und ich zeige ein paar Kriegsschauplätze, die sehr bewegend und sehr traurig sind und die sehr viel Traumata hier in Sarajevo hinterlassen haben. Es ist der 5. April 1992. 100.000 Menschen gehen auf die Straße und demonstrieren für Frieden. Bosniaken gemeinsam mit Serben und Kroaten. Was die Demonstranten zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnten, es war der Beginn einer Belagerung, die 1425 Tage andauern sollte. Alleine an diesem ersten Tag verloren 6 Menschen ihr Leben. Sniper hielten sich in den umliegenden Bergen und den Hochhäusern versteckt und schossen gezielt auf die Demonstranten. Auf der Verbanja-Brücke starben 2 der ersten 6 Opfer des Krieges. Suada Dilberović, eine 23-jährige Medizinstudentin, und Olga Sucic, eine 34-jährige Angestellte und Mutter von 2 Kindern. Heute erinnert eine Gedenktafel an diesen Ort und die tragischen Ereignisse jenen Tages. Doch nur ein Jahr später sollte genau diese Brücke zum Schauplatz einer weiteren unfassbar traurigen Geschichte werden. Hier in Sarajevo fand auch die dramatischste Liebesgeschichte während des Krieges statt. Und zwar hier auf der Verbanja-Brücke oder auch Romeo und Julia-Brücke genannt. Ihre Namen waren Admira und Boško. Sie war Bosniakin und er war Serbe. Am 18. Mai 1993 versuchten die beiden gemeinsam zu fliehen. Doch genau hier wurden sie von Scharfschützen getroffen. Boško war sofort tot. Die schwerverletzte Admira kroch noch mit allerletzter Kraft zu ihm, umarmte ihn und starb kurz darauf. Wegen des extremen Beschusses wagte sich niemand nach draußen. 8 Tage lang lagen ihre Körper eng umschlungen hier auf dem Asphalt. Ein tragisches Symbol für den Wahnsinn dieses Krieges. Da vorne ist die Brücke und das alles vorne, da wo die Berge sind, bis zur Brücke vor, haben die bosnischen Serben kontrolliert und besetzt. Also das ist einfach nur verrückt krass. Jedes Haus, was hier länger steht als 1996, hat so krasse Einschusslöcher. Das ist abnormal, wie die Leute da abgefeuert haben. Abnormal krass. Für Waffen gibt es genug Geld. Für Essen schickt man abgewaffnetes Essen. Absolut psychopathisch. Die Leute, was da abgefeuert haben. Das ist sowas von krass. Dieses Denkmal sieht auf den ersten Blick aus wie ein Dankeschön für die Hilfslieferungen. Aber in Wahrheit ist es purer Sarkasmus. Es zeigt eine Dose Eika-Rindfleisch. Die internationale Gemeinschaft warf diese Dosen damals als humanitäre Hilfe ab. Doch die Realität war zynisch. Ein großer Teil dieser Lieferungen bestand aus abgelaufenen Restbeständen, die teilweise noch aus dem Vietnamkrieg stammten. Das heißt aus den 60er und 70er Jahren. Und als wäre das nicht respektlos genug, enthielten viele dieser Rationen Schweinefleisch. Und das für eine Bevölkerung, die zum Großteil muslimisch ist. Man hatte das Gefühl, man bekommt den billigsten Müll, den niemand anderes mehr haben wollte. Man sagt sogar, nicht mal die Hunde und Katzen wollten dieses Essen anrühren. Deshalb steht diese Dose heute hier, nicht als Dank, sondern als bittere Erinnerung an eine Hilfe,
die oft wie ein Schlag ins Gesicht war. Denn die internationale Gemeinschaft war bemüht, Geld in Waffen, in Panzer, in Munition zu investieren, aber an Nahrung war das Letzte, was die internationale Gemeinschaft gedacht hat, und hat einfach abgelaufene Lebensmittel an die Bevölkerung nach Sarajevo geschickt. Und auf dem Monument ist die Inschrift zu lesen: ein Denkmal für die internationale Gemeinschaft von den dankbaren Bürgern von Sarajevo. Ich befinde mich jetzt hier auf einer der berüchtigsten Straßen der Welt. Und zwar ist das hier die Sniper Alley. Hier von den Hügeln aus wurden die Leute beschossen, während sie zur Arbeit gehen wollten. Dabei gab es ein Detail, das viel über den Stolz dieser Stadt aussagt. Viele Frauen machten sich jeden Tag ganz bewusst hübsch. Sie legten Lippenstift auf, suchten sich ihre beste Kleidung aus und zogen Stöckelschuhe an, bevor sie das Haus verließen. Das war kein Leichtsinn, sondern ihr persönlicher Widerstand. Sie sagten sich: wenn ein Scharfschütze mich heute trifft, dann will ich wenigstens in Würde und schön sterben. Sie wollten sich vom Krieg nicht vorschreiben lassen, wie sie auszusehen haben, und sich ihre Menschlichkeit bewahren. Doch sobald sie die Haustür hinter sich ließen, begann der nackte Überlebenskampf. Die Sniper Alley war kilometerlang und bot kaum Deckung. Von den Hochhäusern und von den Bergen ringsherum hatten die Scharfschützen freies Sichtfeld auf alles. Egal ob man zur Arbeit musste, Wasser an den Brunnen holte oder nur versuchte, ein paar Lebensmittel zu finden. Jeder Meter war gefährlich, sobald man die Haustür zugemacht hat. Das hier ist eine Skulptur, die errichtet worden ist. Hier sieht man Fußabdrücke von Kindern und das Material ist aus Kriegsmaterial erbaut worden. Das ist eingeschmolzen worden und darin sind dann Kinderfüße abgedruckt worden. Hier sieht man noch die Sarajevo-Rosen. Das sind Einschläge, wo Menschen gestorben sind, 3 oder mehr Menschen. Hier in Sarajevo gibt es Hunderte von denen. Überall in Sarajevo begegnet man mit diesem Symbol, der Blume von Srebrenica. Ihre 11 weißen Blütenblätter stehen für den 11. Juli, den Beginn des Massakers, und die Farbe Weiß symbolisiert die Unschuld der Opfer. Ob als Wandmalerei, im Stadtbild oder direkt neben den Gedenktafeln für die verstorbenen Kinder. Man spürt an jeder Ecke, wie tief das Gedenken an Srebrenica in dieser Stadt verwurzelt ist. Termine! Hajde dalam, ja sam dalam, slobodno ko Srba! Pod rame! Ramo, kaš ko Srba! Ko Srba! Tako, kaš ko Srba! Termine! Termine! Hajde dalam, ja sam dalam, slobodno ko Srba! Svi hajde! Termine! Es ist eigentlich unglaublich. Kroaten, Bosniaken und Serben haben sich bekriegt, obwohl sie eigentlich die gleichen Eigenschaften teilen. Sie sprechen die gleiche Sprache, essen das Gleiche, hören die gleiche Musik. Mittlerweile ist aber eine neue Generation geboren. Und ich kenne viele Kroaten, Serben und Bosniaken. Und ich könnte mir nie und nimmer vorstellen, dass sie einmal Feinde werden. Doch es gab noch ein ganz dunkles Kapitel in Sarajevo. Und zwar hat der slowenische Regisseur Miran Supanic im Jahr 2022 eine Dokumentation herausgebracht. Und dort hat er Zeitzeugen befragt, die im Krieg reiche Touristen an die Front gebracht haben. Es waren reiche Touristen aus der ganzen Welt, aus Österreich, Deutschland, USA, Russland, Kanada, Italien. Es waren reiche Menschen, die auf ältere Menschen
auf Erwachsene und auf Kinder geschossen haben. Man zahlte ein Vermögen, wenn man Kinder getötet hat. Sie sammelten ihre Patronenhülsen wieder ein, färbten sie als Souvenir und fuhren wieder zurück. Ein Wochenendtrip in Sarajevo, um auf Zivilisten zu schießen. Das gehört restlos aufgeklärt. Den Link zur Dokumentation von der Sarajevo Safari findet ihr in meiner Beschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns zur nächsten Folge.